wollt verreisen, seid euch aber unsicher, was alles in eure Reiseapotheke sollte? Dann seid ihr hier genau richtig. Ich zeige euch, welche Medizin ich auf jede Reise mitnehme und was sich für mich über die Jahre bewährt hat. Bevor wir starten, ein wichtiger Hinweis. Ich bin kein Arzt. Alles, was ich euch heute vorstelle, basiert auf meinen persönlichen Erfahrungen. Bitte lasst euch bei gesundheitlichen Fragen oder Unsicherheiten immer von eurem Arzt oder Apotheker beraten. Ich übernehme keinerlei Haftung für die Anwendung oder Auswahl der Produkte. Alle Produkte, die ich euch gleich vorstelle, findet ihr auch in der Videobeschreibung in meinem Amazon Store übersichtlich zusammengestellt in einer Ideenliste, damit ihr euch eure eigene Reiseapotheke ganz einfach zusammenstellen könnt. Heute zeige ich euch, welche Produkte ich immer dabei habe. Egal ob für Wanderungen, Städtetrips oder Fernreisen. An erster Stelle steht ein gut ausgestattetes Erste-Hilfe-Set. Ich nutze das General Medi 92-teilige Premium-Set. Es ist leicht, kompakt und perfekt für kleine Verletzungen unterwegs. Für Kopfschmerzen oder leichte Schmerzen habe ich immer Aspirin dabei, einfach und zuverlässig. Damit empfindliche Medikamente und Cremes unterwegs nicht überhitzen, nutze ich zusätzlich die Mir Mini Kühltasche, ideal auch fürs Auto oder beim Wandern. Gerade in tropischen Regionen unverzichtbar, Mückenschutz. Ich nutze das Nobite Doppelpack, einmal für die Haut und einmal für die Kleidung. Das reduziert das Risiko für Stiche und damit auch für Krankheiten, die Mücken übertragen können. Nach langen Tagen in der Sonne gehört für mich ein gutes After-Sun dazu. Die Nivea After-Sun Lotion mit Aloe Vera und Hyaluron beruhigt die Haut und spendet langanhaltende Feuchtigkeit. Wenn Hals oder Stimme unterwegs schlapp machen, helfen mir Gelo Revoice Halstabletten. Sie lindern Halskratzen, Reizungen und sorgen für langanhaltende Befeuchtung. Für die natürliche Unterstützung nehme ich gern DHU Lachesis D6 Tabletten sowie DHU Echinacea purpurea D4 und Pyrogenium D30 Globuli mit. Dieser Dreierpack hilft mir besonders bei Erkältungssymptomen. Bei oberflächlichen Wunden schwöre ich auf PVP-Jod, zuverlässig keimtötend, sowie die bepannten Wund- und Heilsalbe für die Heilung kleinerer Verletzungen oder rissiger Haut. Auf längeren Wanderungen habe ich immer Compeed Blasenpflaster im Rucksack. Sie retten wirklich jeden Tag, wenn die Schuhe drücken. Für die Atemwege nutze ich unterwegs Sinupret Forte bei festsitzendem Schleim, Tonsipret Tropfen bei ersten Anzeichen von Halsschmerzen und Infludo Tropfen zur Unterstützung bei Erkältungssymptomen. Ein Klassiker, Fenistil Gel, perfekt bei Insektenstichen oder kleineren Hautirritationen. Für Erkrankungen des Magens und Darms habe ich 2 Dinge dabei. Lopedium bei akuten Durchfall, Iberogast Classic bei Beschwerden wie Völlegefühl oder Übelkeit sowie Womex bei Übelkeit und Erbrechen oder Dimenhydrinat. Hilfreich bei Übelkeit oder Reisekrankheit. Beim Sonnenschutz setze ich seit Jahren auf das Nivea Schutz und Pflege Sonnenspray 50+. Für verspannte Muskeln auf Reisen nutze ich zusätzlich die Olbas Tropfen. Natürlich dürfen Schmerzmittel nicht fehlen. Ibuprofen akut. Damit ich auch auf langen Reisen leistungsfähig bleibe, nehme ich immer Magnesium mit. Das ist meine komplette Reisemedizin, die sich über viele Reisen bewährt hat. Sie hilft mir, vorbereitet zu sein, egal ob beim Wandern oder auf Entdeckungstouren mit der Familie. Wenn ihr eure eigene Reiseapotheke zusammenstellt, schaut einfach, was für euren Trip sinnvoll ist. Aber denkt immer daran, gut vorbereitet reist es sich entspannter. Was sind eure Geheimtipps für die Reiseapotheke? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.